Wir, Blanca, Christine und Andreas, möchten Ihnen das Digitalisierungsprojekt der Bundeswohnbaufonds vorstellen. Seit den Gründungen 1921 und 1948 übernehmen die Bundeswohnbaufonds zentrale Aufgaben in der Verwaltung der Bauakten. Die Bauakten der Fonds dokumentieren die Wohnbauförderungen. Diese Informationen sind noch heute für die Mietzinsbildungen relevant. Verstaubte Akten und überfüllte Archive. Das war jahrzehntelang die Realität der Bundeswohnbaufonds. Die Bearbeitung von über 4000 Anfragen pro Jahr war extremst aufwendig. Von der Suche mittels Karteikartensysteme hin zur Sichtung fragiler Papierakten. Die Konsequenzen: lange Bearbeitungszeiten, Beschädigung der Akten und ein stetiger Wissensverlust durch anstehende Pensionierungen. Corona und rechtliche Änderungen wie das Airbnb-Verbot in Wien ließen die Zahl der Anfragen weiter ansteigen, sodass die analoge Suche und Bearbeitung bald an ihre Grenzen stieß. Die Lösung daher ganz klar: Digitalisierung. Der Kern des Projekts liegt in der Transformation von rund 20.000 historischen Bauakten in eine moderne und digitale Arbeitsumgebung. Durch die Digitalisierung wird die Transparenz erhöht und die Effizienz gesteigert. Ein innovativer Schritt in eine ressourcenschonende Verwaltung und eine moderne Zukunft. Doch wie setzen die Bundeswohnbaufonds dieses Ziel um? Lassen Sie uns einen Blick drauf werfen. Gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt und dem Bundesrechenzentrum arbeiten die Bundeswohnbaufonds seit 2022 an der Digitalisierung. Aufgrund der komplexen Struktur der Bauakten entschieden sich die Bundeswohnbaufonds dafür, die webbasierten Anwendungen Gobi Workflow und Gobi Viewer für deren Bearbeitung zu verwenden. Die beiden Anwendungen wurden vom BKA entwickelt und ermöglichen eine ortsunabhängige Nutzung. Die Bauakten werden in einem mehrstufigen Prozess vorbereitet, gescannt und dann zweifach gespeichert. Dadurch wird der Verwaltungsaufwand erheblich reduziert und die Bearbeitungszeit wird verkürzt. Seit Anfang 2025 stehen die beiden Gobi-Anwendungen zur Verfügung. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bereits zu diesen Anwendungen eingeschult. Schlussendlich soll die Integration der benutzerfreundlichen Webportale staatlichen Institutionen wie Behörden, Gerichten, Schlichtungsstellen, aber auch Bürgerinnen und Bürgern einen schnellen Zugriff auf die digitalen Bauakte ermöglichen, um möglichst rasch über allfällige Förderungen zu Liegenschaften zu recherchieren. Bis Jänner 2025 wurden bereits 132 Regalmeter von rund 1 Kilometer Bauakten digitalisiert. Diese Zahl wächst weiter an, sodass der Digitalisierungsprozess voraussichtlich im Juni 2028 abgeschlossen sein wird. Wir gestalten die Zukunft der Verwaltung. Digital, transparent und effizient. Für alle.